Dear Father, Lieber himmlischer Vater, thank you that you woke us up this morning, wir danken dir, dass du uns heute Morgen geweckt hast, that you give us this opportunity to study your word. und dass du uns die Möglichkeit geschenkt hast, dein Wort zu studieren. I pray that you may enlighten our minds, that we can understand these things. Ich bitte dich, dass du jetzt unsere Verständer führst, dass wir diese Dinge auch verstehen können. I pray that you bless Brother Mark as he's leading out, Bitte segne Bruder Mark, wenn er die Klasse anleitet, and also Brother Lawrence when he translates, und Bruder Lorenz, wenn er übersetzt. and also bless the life stream, Segne mit auf den Livestream. bless us here and keep the devil away. Und bitte segne auch uns hier und halt auch den Teufel fern. And may we be blessed by this time. Mögen wir durch dieses Studium gesegnet werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Okay, I just want to this morning remind us about some things before we go on to the point that I want to make. So, heute Morgen möchte ich uns über ein paar Dinge erinnern, bevor wir den Punkt machen. I'm hanging out. Right. So, okay, the bottom line here. Also die untere Linie hier. You have the last reform line from the Sunday law through the little time of peace to the final review, which is the close of probation. Right. Also der ersten Box, das die gesamte letzte Reformlinie hier dargestellt, vom Sonntagsgesetz bis zur kleinen Zeit des Friedens. Das zweite Sonntagsgesetz ist jetzt hier nicht eingezeichnet. Und dann das Ende der gesamten Gnadenzeit für alle Menschen. Okay, and right here, when that final review comes, close of probation, the 7 plagues begin to pour out, right? Und genau hier, wenn hier diese finale Untersuchung, diese Ende der Gnadenzeit kommt, werden die 7 letzten Plagen ausgegossen. But the Lord gives the 144,000 a time of peace in order to get into the mountains, to flee to the mountains before they make the death decree, right? Der Herr gibt seinem Volk hier eine kleine Zeit des Friedens, damit sie dann noch in die Berge fliehen können, bevor sie das Todesdekret hier machen. Right? Now, the Lord has designed such things in such a way we have to study line upon line. They give layers to what we understand, Und right? der Herr hat diese Dinge so erstellt, dass wenn wir Linie auf Linie studieren, dann gibt das uns verschiedene Ebenen. So, this is the whole crisis all the way through to the second coming, right? Das ist also eine Darstellung von der gesamten Krise bis hinab zur Wiederkunft Christi, Right? zur buchstäblichen Wiederkunft. How many new things are at the end of the world? Und wie viele neue Dinge gibt es hier am Ende der Welt? Nothing, right? Nichts. So every part of this has to be prefigured, right? Deswegen alles, was hier dargestellt ist, muss auch schon mal vorausgestattet worden sein. Okay, so when we come now into our last reform line, right? Und wenn wir uns jetzt hier die letzte Reformlinie anschauen, Okay, we can show how this whole thing is prefigured, right? dann können wir zeigen, wie diese ganze Darstellung hier da vorausgestattet wird. Because the final review in the first group of people is prefiguring the close of probation right here. Right? Denn die finale Untersuchung für die erste Gruppe von Leuten, für die Adventisten hier, schattet die Gnadenzeit für die gesamte Menschheit hier voraus. So we should have a little time of peace to parallel this time, right? Deswegen sollten wir auch eine kleine Zeit des Friedens hier haben, die dann parallel ist zu der kleinen Zeit des Friedens hier. Okay. Is there a death decree at the Sunday law? Das ist ein Todesdekret am Sonntagsgesetz. Yes. Ja. Right? Is there plagues taking place in this time period? Und fallen hier schon Plagen in dieser Zeit, wenn das Sonntagsgesetz kommen wird oder wiederkommen wird. Yes, right? Ja. You've got the 10 plagues of Egypt, right? That prefigure the 7 last plagues, Sister White says, right? Wir haben ja in der Zeit auch durch die Reformlinien die 10 Plagen Ägyptens und Ellen White sagt, die schatten auch die 7 letzten Plagen voraus. And we understand that the Sunday law crisis is a type of the 7 last plagues, right? Und wir verstehen, dass die Sonntagsgesetzkrise ein Typus für die 7 letzten Plagen Because ist. she says that time of trouble, we're now about to enter upon that time of trouble spoken. She mentions Daniel 12, 1 to 4, right? Und sie sagt nämlich dann, die Zeit der Trübsal, in die wir jetzt hineintreten, und dann erwähnt sie Daniel 12, Vers 1. So when Michael stands up here, what pours out?
Deswegen, wenn Michael hier aufsteht, was wird ausgegossen? Plagues, right? So it's the 1260, which is from Sunday Law to Final Review, is a type of the 7 last plagues, right? Deswegen die 1260 vom Sonntagsgesetz bis zur finalen Untersuchung ist ein Typus für die 7 letzten Plagen. Right? Richtig? So when we take this fractal and bring it down here, right? Und wenn wir jetzt das Fraktal hier nehmen und dann hier ausspannen, Right? You have 3 plagues followed by 7 plagues, right? 3 Plagen gefolgt von 7 Plagen. Right? So it's just showing us when you start bringing things together, you have the same things repeating over, right? Das zeigt uns einfach, dass wenn wir die Dinge zusammenbringen, dann haben wir immer und immer wieder dieselben Muster, die sich wiederholen. So when you line up these 3 waymarks, what do they all parallel? Und wenn wir diese 3 Wegmarken hier Linie auf Linie setzen, was parallelisieren sie alle? Okay. Yes, in some sense, but that's not what did that, all those things I put, what did they all lead to? Also wohin führen diese? Also sie stellen alle das zweite Kommen dar, aber wohin führen die? The time of peace. Okay. The 7th plague, there's the point that I was making, right? Also die 7. Plage. So they're all marking the 7th plague, right? Alle markieren die 7. Plage. Because the 7th plague is when Christ physically comes in the sky, right? Denn es ist die 7. Plage, wo Christus physisch gesehen dann im Himmel erscheinen wird. Okay, so let's go back and the little time of peace, right? Schauen wir uns die kleine Zeit des Friedens hier nochmal an. So if this Sunday law is a type of the 7 last plagues, this one is the same, right? They're both the same. Also wenn das zweite Sonntagsgesetz eine Typos für die 7 letzten Plagen ist, dann muss es ja auch das erste sein. Das ist genau dasselbe. We know that already. The Sunday law is typifying the 7 last plagues, the 1260, right? Wir wissen ja, das Sonntagsgesetz schattet die 7 letzten Plagen voraus, weil es eine 1260 ist. Okay, so because Sister White says when they put this Sunday law in place, plagues and judgments are already beginning to fall on the despisers of God's grace. Weil sagt ja auch, wenn sie das Sonntagsgesetz an Platz setzen, sagt sie, Plagen und Gerichte fallen bereits auf die Verächter der Gnade. Genau. Okay, so when the 7th plague comes, what follows it? Und wenn die 7 letzten Plagen kommen, was folgt den 7 letzten Plagen? Tausend Years of No, Peace. the 7th plague is the same. 1,000 years, right? Kommen die 1000 Jahre des Friedens. And what happens to Satan for 1,000 years? Und was passiert mit dem Teufel in den 1000 Jahren? He's bound up, right? So but what is he doing in that time period? Also er wird gebunden und was tut er in dieser Zeit? He's walking to and fro, right? He's frustrated, he's mad, but he can't do anything, right? Also er geht auf und ab auf der Welt und er ist frustriert und ja, weil er keinen verführen kann. So okay, so what's Goliath doing for 40 years in 40. Also was tut Goliath hier für 40 Tage? walking up and down, right? Er geht auch auf und ab. But at the end of the 1,000 years, what does Satan do? Aber am Ende der 1000 Jahre, was tut der Satan hier? Okay, but what does he do? Also wird gelöst, aber was tut er dann? He surrounds Jerusalem, right? Er umlagert Jerusalem. What marks the Sunday law? Was markiert das Sonntagsgesetz? The surrounding of Jerusalem, Das right? Umlagern Jerusalems. Okay, so you have the surrounding of Jerusalem here, you have the surrounding of Jerusalem here, right? Eben das Umlagern Jerusalems hier und dann auch hier. All these things have been prefigured, right? So when Satan is 1,000 years at peace here, surrounds Jerusalem, it's all been prefigured in the lines beforehand, right? Deswegen also wenn man hier die buchstäbliche Linie anschaut, 1000 Jahre wären ja hier, aber das ist dann alles hier schon vorausgeschattet durch diese Linie. Okay, so the point that I want to make is that the 7th plague is typifying the second coming, it's the day of the Lord, right? Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass die 7. Plage hier die Wiederkunft vorausschattet, den Tag des Herrn.
Okay? Okay, so go to Hebrews chapter 12. Gehen wir jetzt zu Hebräer 12. Let's begin in verse 18. Hebräer 12, Vers 18. It says, For ye are not come unto the mount that might be touched, and that burned with fire, nor unto blackness and darkness and tempest. So what's it referring to? Worauf nimmt das hier Bezug? Sorry? Mount Zion? Sinai. Oh, did you say Sinai? No, Berg you Sinai. said Zion, did No, Sinai. Oh, Sinai, excuse me, sorry. Yes, Mount Sinai, right? Auf dem Berg Sinai. And what happened, what does Sister White tell us that Mount Sinai is an illustration of? What was Pentecost. Sorry? Of Pentecost. Also worauf nimmt der Yes, Berg Pentecost. Sinai Bezug oder was stellt es dar? Pfingsten. So, just let me write it there, right? So, Pentecost, Mount Sinai, and you'll see why I'm putting it there, right? And I want to put it here also, right? Also Pfingsten ist Berg Sinai und ihr werdet sehen, warum ich das hier platziere. Okay. Und das ist ja dann am Ende auch. So, verse 19. Vers 19. And the sound of a trumpet and the voice of words, which voice they that heard entreated that the word should not be spoken to them any more, for they could not endure that which was commanded. And if so much as a beast touch the mountain, it shall be stoned or thrust through with a dart. And so terrible was the sight that Moses said, I exceedingly fear and quake. Now, Das ist Vers 21. maybe someone can remember where it was, but in I think it's in Patriarchs and Prophets. But when the law was given on Mount Sinai, how much of God's power was demonstrated? Also als das Gesetz auf dem Sinai gegeben wurde, wie viel von seiner Macht wurde dort demonstriert? More than by the Yeah, it was a greater manifestation of God's power than was at the flood. Weil sagt, es war eine größere Manifestation von Gottes Macht, sogar als bei der Flut. Satan was terrified, right, at Mount Sinai. Satan war beim Berg Sinai wirklich von Furcht ergriffen. Okay, so I just want you to. So Pentecost is marking a manifestation of God's power, right? Pfingsten markiert eine Manifestation von Gottes Kraft. Verse 22. Vers 22. So it's contrasted now. It says, But ye are come unto Mount Zion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the what? Firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. Now just keep... Bis Vers 23. And it says, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refuseth him that spake on earth, much more shall we not escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more, I shake not the earth only, but also heaven. Bis Vers 26. So what's it marking this event? Was markiert hier dieses Ereignis? Shaking of the earth and heaven. Shaking of the heavens and the earth, right? Die Erschütterung des Himmels und der Erde. So, heaven and earth gets shaken, right? Also Himmel und Erde werden hier erschüttert. Okay, have everybody followed so far? Kann jeder soweit folgen?
Okay, now it says, so it's a contrast between two events, right? Mount Sinai, that was this terrible manifestation of God's power, which was a type of Pentecost. Das ist ein Kontrast zwischen zwei Ereignissen. Einmal Berg Sinai, der diese schreckliche Manifestation der Macht Gottes darstellt. And Mount Zion. And Mount Zion is God's holy mountain, right? Und der Berg Zion. Und der Berg Zion ist ja Gottes heiliger Berg. Okay, because it says, verse 23, Das sagt uns ja hier in Vers 23. Verse 22. Oder beginnen wir doch in Vers 22. But ye have come unto Mount Zion and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven. Right? So, what things do you have marked here? Welche Dinge haben wir hier markiert? The church of the firstborn. Yeah, it's the city of God, right? It's the church of the firstborn. Das ist die Stadt Gottes, es ist die Gemeinde der Erstgeborenen. Okay, so this point right here, this point, this waymark, marks Passover, right? It marks the point where they came out of Egypt, right? These two waymarks, right? Diese beiden Wegmarken, diese finalen Untersuchungen hier, die markieren ja das Passa, wo sie aus Ägypten rauskamen jeweils. And when they came out of Egypt, what was it marking? Und als sie aus Ägypten herauskamen, was hat das markiert? It was the birth of a nation, right? Weil es sagt, es war eine Geburt, die Geburt einer Nation. Okay, and it says to an innumerable company of angels. It's marking this, the final reviews where the Lord passes out judgment, right? Also nochmal hier Vers 22, am Ende haben wir gelesen, diese unzählige Anzahl von Engeln. Das ist die finale Untersuchung, wo der Herr Gericht hält. Now just go to the book of Jude. Gehen wir jetzt zum Judasbrief. Verse 14. Vers 14. It says, and Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000s of his saints to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds which they have ungodly committed, and of all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. Right? So it said, Enoch prophesied of these. Who's he referring to? Also Henoch hat von diesen Dingen geweissagt. Of the coming he's of not the Lord. no, he's not referring to that. Also worauf nimmt er hier Bezug, wenn es steht, er hat von diesen geweissagt? He's referring to that which he's speaking about before. Er nimmt Bezug auf das, was er davor erwähnt hat hier. Verse 11. Vers 11. Woe unto who? Wehe wem? Them, right? Wehe denen. Okay. Verse 12, it says these, right? Und Vers 12 sagt es dann noch diese. So them and these is the subject who he's referring to. Also diejenigen oder diese ist das sozusagen das Thema, worauf er sich hier bezieht. And then it comes to verse 14, it says, Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of these. Und dort in Vers 14 steht, Henoch, der siebte, hat auch von denjenigen geweissagt. So he's prophesying about a people that the Lord is coming with 10,000 of his angels to execute judgment upon, right? Also er weissagt also über Leute, wo dann der Herr mit 10.000 seiner Engel kommen wird, um sie zu richten. And you go to verse 7. Jetzt zu Vers 7. What's the punishment? Was ist die Bestrafung? Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Right? And what is eternal fire? Und was ist ewiges Feuer? Now, it's very specific. It's written in the Bible. It explains itself. What is eternal fire?
Was ist ewiges Feuer? I'm not Not asking. fire. What is eternal fire? What does it mean, eternal fire? Was bedeutet das? Consuming fire. You can't put out. Yeah, okay, fire that you can't put out. Also das Right? ist Feuer, was man nicht auslöschen kann. Okay, so what I want you to get is this point right here, right, is where he comes with 10,000 of his angels to execute judgment, right? Also ein Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es dieser Punkt ist, wo der Herr mit 10.000 Engeln kommen wird, um Gericht zu halten. And how did he execute judgment on Sodom and Gomorrah? Und wie hat er Gericht über Sodom und Gomorra gehalten? Fire and brimstone came down from heaven, right? Feuer und Schwefel kamen vom Himmel. And it razed those cities to the ground, right? Das hat diese Städte dem Boden gleich gemacht. It burned until there was nothing left to burn, right? It could not be put out, Also right? es hat gebrannt, bis nichts mehr übrig blieb. Es konnte nicht ausgelöscht werden. In the 9 Testaments 11, it says that those buildings in New York, the firemen could do nothing to stay the fires, right? Und auch im 9. Band der Zeugnisse, Beginn in Seite 11, da steht auch, dass letztendlich die Feuerwehrleute nichts tun konnten, um diesen Brand zu stoppen. Because eternal fire, it's unquenchable. You can't put it out, right? Denn ewiges Feuer, das ist unauslöschbar, das kannst du nicht auslöschen. Okay, so I just want you to see the relationship of this event with 9/11, right? Also ich möchte euch einfach den Bezug zeigen zwischen diesem Ereignis und dem 11. September. Now 9/11 is a parallel to the baptism of Christ, Und right? der 11. September ist ja eine Parallele zur Taufe Christi. What did Christ receive? Und was hat Christus dort erhalten? Which would parallel which event, Also eine Ausgießung Pentecost, des Heiligen right? Geistes, das ist eine Parallele zu Pfingsten. right? Richtig? So you see, when we're bringing line upon line, we're putting pieces of evidence together from lots of different angles, and it builds the picture, right? Deswegen, wenn wir Linie auf Linie hier zusammenbringen, dann können wir letztendlich diese ganzen Ereignisse zusammenbringen und es baut dann das Bild auf. But what I want you to see here is that Mount Sinai and Mount Zion, when the two are being contrasted, is talking about the wicked being punished and the evil basically entering in the city of the Good. firstborn, right? Good, the evil. Yes. Said the wicked and the evil. The wicked and the righteous, I meant to say, sorry. Also das Berg Sinai und Berg Sion, die werden ja hier gegeneinander gesetzt. Berg Sinai stellt dann diejenigen dar, die dann gerichtet werden, also die Gottlosen, und Berg Zion stellt diejenigen dar, die Gerechten, die in die Stadt eintreten. Okay, so we can see that this is a type of this day of the Lord, the second coming, Wir right? können sehen, dass das hier ein Typus ist für den Tag des Herrn, für die Wiederkunft. Okay, go to Psalm 68. Gehen wir jetzt zu Psalm 68. We're just putting things in place so we can get a correct understanding. Ein paar Punkte hier an den Platz setzen, damit wir ein richtiges Verständnis davon bekommen. Psalm 68. And go to verse 1. Gehen wir dann zu Vers 1. It says, "Let God arise, let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away. As wax melteth before the fire, so let the wicked perish at the presence of God." So when are the wicked going to perish at the presence of God? Also wann werden die Gottlosen in der Gegenwart Gottes umkommen? Okay, the second coming, which is the seventh plague, right? Bei der Wiederkunft, das ist auch die 7. Plage. But let the righteous be glad, let them rejoice before God, yea, let them exceedingly rejoice. So here you have this contrast. Das Mount heißt, Sinai with Mount Zion, right? Also hier haben wir diesen Kontrast, einmal Berg Sinai, das Gericht, und Berg Zion, hier die Freude. Okay. Verse 4. Vers 4. Sing unto God, sing praises to his name, extol him that rideth upon the heavens by his name, and rejoice before him. So what's the Lord doing right there? Also was tut der Herr hier in Vers 4? No, just read it. What is he doing? He rideth upon the heavens. Yes, he's riding upon the heavens, right?
Er reitet dort auf den Himmel. Okay, so keep your place there. Go to Isaiah 19. Halte den Finger hier, gehen wir zu Jesaja 19. It says, The burden of Egypt, behold, the Lord rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt, and the idols of Egypt shall be moved at his presence, and the heart of Egypt shall melt in the midst of it. And I will set the Egyptians against the Egyptians, and they shall fight every one against his brother, and every one against his neighbor, city against city, and kingdom against kingdom. What's the Lord doing right here? Das ist Vers 2. Was tut der Herr hier? Riding upon a swift cloud. Guys, why are we not with us? Right? So he's riding on a cloud, right? So what is this event right here? Also reitet auf dieser schnellen Wolke und was ist das für ein Ereignis? Right, it's the second coming, right? Das ist die Wiederkunft. And in verse 2, what happens? Und Vers 2, was passiert hier? Right, nation's going to turn against nation, right? Also Nation steht hier gegen Nation auf. So what is this in another sense? Also was ist das in einem anderen Sinne? No, in relation to what we're talking about. Also in Bezug auf das, was wir hier sprechen. Say it louder, Philip. Shaking of the earth. And Heavens. the shaking of the heavens and the earth, Das ist right? die Erschütterung des Himmels und der Erde. Right? And Richtig? what does it say about their hearts? Und was sagt es hier über ihre Herzen? Right, their hearts are melting, right? Ihre Herzen schmelzen hier, sagt es in Vers Okay. 1. No, so go back to Psalm 68, right? Gehen wir zurück zu Psalm 68. Now, just finish this point. Now, I want you to remember that. So, it's the shaking of the heavens and the earth, and their hearts are melting them for fear, right? Ihr erinnert euch daran, das ist die Erschütterung des Himmels und der Erde und ihr Herzen schmelzen vor Furcht. So, go back to Psalm 68. Gehen wir zurück zu Psalm 68. If we go down to verse 7, Gehen wir hinab zu Vers 7. it says, O God, when thou wentest forth before thy people, when thou didst march through the wilderness, the earth shook, the heavens also dropped at the presence of God. So you see, the Lord riding on the heavens here is the same point in time as Isaiah 19, right? Wir sehen hier, wir haben bis Vers 8 gelesen, dass wenn der Herr auf den Himmel reitet, ist derselbe Punkt wie in Jesaja 19, wo er auf der schnellen Wolke reitet. Right? Richtig? Yes, I only hear little whispers. Okay. It says, verse 9, Vers 9. Thou, O God, did send a plentiful rain. So at the seventh plague, when he comes in the clouds, right, what does he send? Also bei der 7. Plage, wenn er jetzt auf der Wolke kommt, was sendet er hier? A plentiful rain. It's marking Pentecost, right? Einen reichen Regen und das markiert Pfingsten. That's why Paul in Hebrews parallels Mount Sinai with this church of the firstborn, right? Das ist Pfingsten und deswegen vergleicht Paulus Sinai mit der Gemeinde der Erstgeborenen Berg Zion. Because when Christ got baptized, what's it marking? Denn als Christus getauft wurde, was markiert das? The new birth, right? Die Neugeburt. Okay. So thou, O God, didst send a plentiful rain, whereby thou didst confirm thine inheritance when it was weary. Okay, so you can see those points, but let's read on. It says, Ich muss noch weiterlesen, ab Vers 10. Thy congregation hath dwelt therein, thou, O God, hast prepared of thy goodness for the poor. The Lord gave the word. Great was the company of those that published it. Kings of armies did flee apace, and she that tied at home divided the spoil. So,
Das ist Vers 12. when the Lord comes on the clouds of heaven, what's going to happen to all those kings' armies? Also wenn der Herr auf den Wolken des Himmels kommt, was wird mit den ganzen Armeen der Könige passieren? They're going to flee at his presence, right? Sie werden vor seiner Gegenwart fliehen. So there's a fleeing marked at that point, Also es right? gibt also ein Fliehen, was hier an diesem Punkt markiert ist. So there's a righteous fleeing and there's an unrighteous fleeing, Es gibt right? also ein gerechtes Fliehen und ein ungerechtes Fliehen. Okay. So go to Psalm 48. Psalm 48. So according to our understanding, who would be fleeing away here? Gemäß unseres Verständnisses, wer flieht hier weg? Okay, so Satan comes here at the end of the 1,000 years and he surrounds Jerusalem, Also right? Sestius flieht hier weg und auch das gerechte Fliehen ist diejenigen, die in die Zufluchtsstadt fliehen. Satan kommt nach den 1000 Jahren und umlagert hier Jerusalem. So you got the surrounding and then you get the end and they flee away, right? Es geht irgendwie um das Umlagern und am Ende fliehen sie wieder weg. Richtig? Right, in some sense. In Maybe that was, gewissen Weise. maybe I should have put it at the smaller fractal, but because this is marking Titus coming, right? So it's, okay, I don't want to confuse things, right? So this is the surrounding of Jerusalem, right? Ich möchte die Dinge nicht verwirren, weil das zweite markiert ja an sich Titus. Also das hier ist die Umlagerung Jerusalems hier. But when you get here, what have we marked here? Aber wenn wir hier hinkommen, was haben wir hier markiert? It says he's fleeing away, right? Sestius, wie er wegflieht. So it's says he's fleeing away here is a parallel to the kings fleeing away right here, right? Sestius, der hier wegflieht, ist eine Parallele zu den Königen, die hier wegfliehen. Sorry? Are these also these kings? They flee to mountains, they follow us. No, the kings are not fleeing to the mountain. Fleeing to the mountains is a symbol of going to a refuge, but they try to counterfeit it, right? Also sie fliehen in dem Sinne nicht zu den Bergen, sondern das steht symbolisch ja da, wenn du zur Zufluchtsstadt fliehst. Aber sie fälschen das. I'll come back to that point in a minute, right? Sie wollen sich an den Bergen verstecken. Und Okay. It's not marked there, the people that flee to mountains. Sorry, It's not marked there, the people that flee to mountains. not marked here. It's a question. No. Let me come back to that point just one second, right? also wir werden gleich auf diesen Punkt zurückkommen. Okay, we're mixing thoughts. Surrounding in Jerusalem, they flee away, right? Das Umlagern von Jerusalem und hier fliehen sie weg. Right? We follow that. Können jeder folgen? Okay. So the initially when we've been looking at this, right, that this waymark is marking the sign for us when we are to flee into the countries, right? When Cestius flees away, right? Also ursprünglich, als wir das angeschaut haben, markiert ja diese Wegmarke dann das Zeichen von uns, für uns, wo wir wegfliehen müssen, wo Sestius wegflieht. Okay, but line upon line, what is the cause of Cestius fleeing away? Aber Linie auf Linie, was ist der Grund, dass Sestius wegflieht? The Lord coming in clouds. Yes, but okay, Der Herr, der in den Wolken kommt, ja, that's true, but that's at the second coming, aber right? das ist bei der Wiederkunft. So the point is, so Israel. no, wait. He's right what he's saying, but this has just been prefigured here, right? Also die Wiederkunft wird ja hier nur vorausgeschattet. So how does the Lord come? That's the point. You got to think. You got to think outside the box, right? Also wie kommt Christus hier? Das ist, was wir beantworten müssen. Christ in you, those people. Okay, the latter rain, right? Der Spätregen. Right. That's what we're. I didn't write it there, but the power, right? Pentecost, right? Also wir haben ja hier Pfingsten oder die Kraft hier markiert. So on the Der Spätregen. 5th day of the 4th month, Ezekiel sees the glory of God, right? Am 5. Tag des 4. Monats, da sieht Hesekiel die Herrlichkeit Gottes.
It's the same as what John sees on the August 11th, 1840. Das ist dasselbe, was Johannes auch am 11. August 1840 gesehen hat. And August 11th, 1840 is marking Pentecost, Revelation 18, Der right? 11. August 1840 markiert die Pfingsten, das ist Offenbarung 18. Right? 5th day of the 4th month is a type of Revelation 18. Und der 5. Tag des 4. Monats ist ein Typus für Offenbarung 18. When those great buildings come down, Revelation 18, 1 to 3 will be fulfilled. Wenn diese großen Gebäude runterkommen, dann wird die Offenbarung 18, Vers 1 bis 3 erfüllt sein. Sodom and Gomorrah, right? Cities being flattened, right? Sodom und Gomorra, die Städte werden dem Erdboden gleichgemacht. Okay? By fire and brimstone. Und zwar right? durch Feuer und Schwefel. Everybody following the connection so far, right? Kann jeder diesen Verbindungen folgen? Now, let's go back now. Let's go to Luke 21. Gehen wir zurück zu Lukas 21. When it's Psalm 48, you didn't say anything about it. We didn't read it? Okay, sorry, go back to Psalm 48. And then we'll Wir sind zwar jetzt zu Psalm 48 gegangen, haben aber noch gar nichts davon gelesen. Deswegen lass uns doch nochmal da zurückgehen. yes, I got... Danach gehen wir zu Lukas 21. Psalm 48. Okay, verse 1. Vers 1, im Deutschen ist das, glaube ich, Vers 2. It says, Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his what? Holiness, right? Also in seinem Berg seiner Heiligkeit. So we just read about Mount Zion, right? Und wir haben ja davor vom Berg Zion gelesen. Where does the Lord parallel Mount Zion with? Und womit hat der Herr nochmal den Berg Zion verglichen? Oder parallel gesetzt? Okay, yes, but what is it referencing? Berg Sinai, aber was stellt es dar? What's the contrast between Mount Zion and Mount Sinai? Was ist der Kontrast zwischen Berg Zion und Berg Sinai? The latter rain and the Shaking of the Yeah, one group can't abide the face of God, they want to flee from him, right? And the other group receive the latter rain. They're these holy people like Moses, right? Also eine Gruppe kann diese Gegenwart Gottes nicht ertragen und die andere, die halten diesen Segen, dieses glühende Angesicht wie Mose. Okay, so verse 2, right? Vers 2 oder im Deutschen Vers 3. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great king. God is known in her palaces for a refuge. For lo, the kings were assembled, they passed by together, they saw it. What did they see? Sie haben es gesehen, was haben sie gesehen? Gehen wir jetzt bis Vers 5 bzw. bis Vers 6 im Deutschen gelesen. No, we just read what they saw. What did they see? Was haben sie gesehen? Mount Zion, Sie right? haben Berg Zion gesehen. They saw this holiness, right? Sie haben diese Heiligkeit gesehen. And so they marveled and they were what? Sie haben sich verwundert und dann sind sie Troubled, right? beunruhigt worden. When they see this thing before them, right, they cannot bear it. They are troubled and they hasted away. Also sie sind beunruhigt worden und dann sind sie hinweggeflogen. Fear took hold upon them there, and pain as of a woman in travail, right? Bis Vers 6 bzw. bis Vers 7. So the woman in the travail is marking the shaking of the heavens and the earth, right? Also die Frau in Geburtswehen markiert die Erschütterung des Himmels und der Erde. Richtig? Right? Okay, Margaret, you're nodding your head. Give me a Bible verse to prove it. Okay, dann gib mir bitte einen Bibelvers, um das zu beweisen. Matthäus 24. So in Matthew 24, it shows you them paining as a woman in travail. In Matthäus 24 zeigt uns das, dass sie in Geburtswehen sind. Right? Anybody? No, no. Listen. We're talking about a woman in travail, marking the shaking of the heavens and the earth. Bring me to some place that marks those two things together. Also Right. Go there, Fyodor. Let's read it. Isaiah 13. bringt mir zu einem Bibelvers, wo die Gottlosen jetzt diese Geburtswehen haben und das auch mit der Erschütterung des Himmels und der Erde verknüpft wird. Das ist Jesaja 13. Jesaja 13.
And Isaiah 13 is what? Read verse 1 if you like, please. Jesaja 13 spricht worüber? Lesen wir Vers 1. The burden of Babylon which Isaiah the son of Amos did see. So what's this whole chapter here about? Worum geht es hier in diesem gesamten Kapitel? Punishment upon Babylon, right? Die Bestrafung über Babylon. Right. One second. I know it's here somewhere. Right. Verse 19. Now read verse 19. Vers 19 lesen. Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans, excellency shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah. All right. So the punishment on Babylon is like unto the punishment on Sodom and Gomorrah, right? Also die Bestrafung über Babylon ist verglichen mit der Bestrafung über Sodom und Gomorra. Right. So this is taking you back to Jude, when the Lord comes with 10,000 of His saints, when He's riding on a cloud to punish the inhabitants, right? Das bringt uns ja zurück zum Judasbrief, wo der Herr mit 10.000 Heiligen kommt, um letztendlich die Gottlosen zu bestrafen. So it brings us to this same point, right? Bringt uns also jeweils hier zu demselben Punkt. Einmal hier und einmal hier. Right. Richtig? Okay. So now go up and read verse 6 to 11, please, Führer. Jetzt lesen wir Verse 6 bis 11. Howl ye, for the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. Therefore shall hands be faint, and every man's heart shall melt, and they shall be afraid. Pangs and sorrows shall take hold of them. They shall be in pain as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Behold, the day of the Lord cometh, cruel, both with wrath and fierce anger, related land desolate, and He shall destroy the sins thereof out of it. For the stars of heaven and the constellation thereof shall not give their light. The sun shall be darkened in his going forth, and the moon shall not cause her lights to shine. Will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. I will cause the arrogancy of the proud to cease, and will lay down the haughtiness of the terrible. Okay. So the Lord comes here to punish the world for its wickedness, right? Also der Herr kommt hier, um die Welt für ihre Bosheit zu bestrafen. It says that they shall be in pain as a woman that travaileth. So sagt hier, dass sie in Geburtswehen sein werden. Right? Richtig? Okay, so now we've paralleled these points together, right? Jetzt haben wir diese Punkte hier parallel gesetzt. And it says that their sorrows take hold. That's not what I'm looking for. Okay, in the verse 7 it says, every man's heart shall melt. Vers 7 sagt auch noch, jedes Menschenherz wird schmelzen. Right? Richtig? It's important. We see this, right? Es ist wichtig, dass wir das erkennen. And the last point I want to make here, in verse 9, Vers 9. he says he's going to lay the land desolate, right? Keep that thought in your mind, right? Er wird das Land hier zur Wüste machen. Halt den Gedanken im Kopf. Maybe also verse 13 just says it plainly, that he will shake heaven and earth. Oh yes, verse 13. Therefore I will shake the heavens and the earth, and shall remove out of her place in the wrath of the Lord of hosts, and the day of his fierce anger. Wenn wir nochmal Vers 13 lesen, da wird sehr klar erwähnt, dass auch Himmel und Erde hier dann erschüttert. So the shaking of the heavens and the earth is where they are going to have their pains as a woman in travail, like they did upon you. Deswegen, wenn die Himmel und die Erde erschüttert werden, dann ist es, wo sie letztendlich ihre Geburtswehen haben, also die Gottlosen. Right, now go to Luke 21. Jetzt gehen wir zu Lukas 21. And we'll cover also Daniel's point at the same time. Und dann möchte ich auch noch auf Daniels Punkt eingehen, wo er gefragt hat, was mit den Gottlosen ist, wo sie zu And den before I forget this thought, the point that I want to make here, okay, what is causing, what was the, in Psalm 48, what was it that caused the kings to flee away? Also nochmal, was hat in Psalm 48 die Könige dazu veranlasst, wegzufliehen? The what? No. No. Thou breakest the ships of Tarshish, what?
with an east wind. That's what it says in Psalm 48, right? Zurück die Tagesschiffe mit einem Ostwind. Das ist ja, was da auch erwähnt wird. Also that was trouble and hasted away, so that was the Yes, but it's not- the sign. Mount Zion. Yes, but you've got to bring all this stuff together, right? What broke them? Also was hat die Tagesschiffe zerbrochen? An east wind. Ein right? Ostwind. So we're already put 9/11 there. What touched those buildings in 9/11? Wir haben bereits ja den 11. September hier markiert und was hat diese Gebäude hier berührt? This one. The east wind, right? Der Ostwind. It was the east wind that, like a jet, flies in and hits the buildings, right? Der Ostwind wie ein Jet, also wie ein, kann ich übersetzen? Zeug, Düsenantrieb. Was, you mean like jet of fire, right? Yeah, yes, because the Islam is likened unto fire and brimstone, right? Also es war wie so ein Feuerstrahl, hat diese Gebäude getroffen. Okay. Das waren dann diese Flugzeuge, die reingeflogen sind. So when Islam flew into those buildings, it's a symbol of the fire and brimstone hitting the buildings, right? Deswegen, als der Islam in diese Gebäude geflogen ist, ja, ist das ein Symbol für Feuer und Schwefel, der diese Gebäude berührt oder niederbringt. Right? Richtig? Okay. Okay, so in Psalm 48, what causes the kings to flee away is what broke them, the east wind, right? Because you see God's holiness, but at the same time, there's a punishment, right? Also Sie sehen einerseits Gottes Heiligkeit, aber zur selben Zeit gibt es die Bestrafung, das veranlasst dann die Könige wegzufliehen. So they're looking at Mount Zion and they're fleeing from the terrible wrath, and his wrath is the fire and brimstone, right? Also sie schauen auf Sion und verstecken sich dann vor dieser schrecklichen, dem schrecklichen Zorn. Und in the wrath is what? The fire and brimstone, Der Zorn ist der Feuer und Schwefel. right? Richtig? Okay. So Luke 21. Lukas 21. Verse 25. Vers 25. It says, "And there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heavens shall be shaken. And they shall see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory." Bis Vers 27. Where do we mark this? Wo markieren wir das hier? No, it's not marked at the same place. Why are you saying that? It's this shaking of the heavens. No, but that's neither here nor there. Men's We've- hearts failing them for fear. Scott, you can keep saying that over and over, but it won't put it in that place. I only said it once. Also I wo- don't know why it's not marked there, that's all. Wo markieren wir das? But we've gone Das ist through Vers 26. this, I don't know how many times. I'm not asking you to put it in the same place just because we've read that. I'm asking you, on our studies before, where do we put these verses? The second Basierend auf den Studien zuvor, wo markieren wir diese Verse hier? No, we'll never put it at the second coming. Second time. Right, this the second time of trouble, right? Bei der zweiten Trübsalzeit. Because the two Sunday laws, right, is in the big fractals, two times of trouble. Die beiden Sonntagsgesetze auf der großen Fraktal sind ja zwei Zeiten der Trübsal. And in these times of trouble, how many times of trouble do you have? Und in den jeweiligen Zeiten der Trübsal, wie viele Zeiten der Trübsal hat man hier wieder? Two, right? Wieder zwei Zeiten der Trübsal. And they're World War I and World War II, or they were prefigured by those, Und right? diese beiden Zeiten der Trübsal sind dann hier Weltkrieg I und Weltkrieg II. And the pioneers, right, they understood at the end of the World War I, what was the time of peace for? Und die Pioniere haben verstanden, am Ende des Ersten Weltkrieges, wozu war die Zeit des Friedens gedacht? What was the time of peace for? Was sollte in der Zeit des Friedens gemacht werden? Yes, but that's not really to give they'll give the last warning message, Sie right? sollten hier die letzte Warnungsbotschaft geben. Because they believe when this time of trouble came, it was the second coming, Denn sie right? haben ja geglaubt, dass wenn diese Zeit der Trübsal kommt, dass das schon die Wiederkunft sein würde. Right? So
What point does that mark? Und welchen Punkt markiert das dann hier für uns? Christ Object Lessons 412. In Christi Gleichnisse 412. Close of probation, right? Ende der Gnadenzeit. What's Michael doing right there? Und was tut Michael hier? What's he doing? Was tut er? When probation closes, what is he doing? Also He's wenn, already still. What's he doing now? When probation is closed, what's he going to do? wenn die Gnadentür aufhört, was tut er? Er steht auf, aber was macht er dann? Yeah, the 7 last plagues begin to fall, right? Die 7 letzten Plagen fangen an zu fallen. That's why they're prefigured there by this, right? Deswegen sind sie hier vorausgestattet, auch dargestellt hier. But what's he doing? He's finished one work. What's he now going to do? Er hat jetzt ein Werk abgeschlossen und was macht er jetzt? He's coming, right? Er fängt jetzt an zu kommen. He's now about to get on the cloud and begin to come back, right? Er ist jetzt im Begriff dabei, auf diese Wolke zu steigen und dann zu kommen. Right? So on Mount Sinai, they asked him, when is the sign of thy coming, right? Am Berg Sinai. Sorry, Mount of Olives, excuse me. Also am Ölberg haben sie ja gefragt, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Okay. So it marks the point where he's beginning to come, right? Es markiert also den Punkt hier, wo er anfängt dann zu kommen. But he doesn't come until the 7th plague, Aber right? er kommt nicht physisch gesehen bis zur 7. Plage. Okay, that's what you have to see, the difference between when he begins to come and when he comes. Das ist der Unterschied, den wir sehen müssen, wenn er anfängt zu kommen und wenn er dann tatsächlich erscheint. Okay, so because it says there okay, go back to verse 25, right? Gehen wir nochmal zu Vers 25. Lukas 21, Vers 25. It says there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations. So what marks the distress of nations right here? Was markiert hier diese Drangsal der Nationen hier? Wait. Maybe that's a bad question. Okay, yes. What event is this? Okay, it's the beginning of the Second World War, right? Das ist der Anfang des Zweiten Weltkrieges. It's a time of trouble that begins, right? Das ist eine Zeit der Trübsal, die hier anfängt. And what does it cause them to? What experience do they have? Und was für eine Erfahrung haben sie dadurch hier? Yes, they're in distress, and their hearts are failing them for fear. Also sie sind in Ratlosigkeit und Drangsal, aber ihre Herzen vergehen vor Furcht. But it's a shaking of the heavens and earth, right? Aber die Bibel sagt ja hier, das ist dann auch die Erschütterung des Himmels und der Erde. Beginnt dann hier ab dem Mitternacht. It's the destruction of Jerusalem, Das right? ist die Zerstörung Jerusalems. Have you spent much time putting these things in place? Wir haben viel Zeit damit verbracht, das an den Platz zu setzen. Because when you just take the whole 1260, Cestes to Titus is how long? Denn wenn wir die gesamte 1260 betrachten, Cestius bis Titus ist wie lange? 3.5, right? 3,5. So you got Cestes at the beginning and Titus at the end, the destruction of Jerusalem, right? Cestius am Anfang und Titus am Ende, die Zerstörung Jerusalems. Mark in the final review, which is this point that we've been looking at, right? Das markiert die finale Untersuchung, das ist der Punkt, den wir uns angeschaut haben. But where else do we mark the destruction of Jerusalem? Aber wo markieren wir noch die Zerstörung Jerusalems? At the end. You're not paying attention, just here. Cestes to Titus, right? So where else do we mark the destruction? Cestius bis Titus, wo markieren wir noch die Zerstörung Jerusalems? Yes, the midnight cry. Am Mitternachtsruf. I was waiting for you to answer that, right? Okay, so the midnight cry, right? Am Mitternachtsruf. Tear down this temple, and in 3 days I will build it up, right? Reiß diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Okay, so the point is that you have the destruction of Jerusalem marked here, giving us this. This, right? Also wir haben die Zerstörung Jerusalems auch einmal hier markiert und das gibt uns dann eine 1260 bis hier.
says this to Titus. Das erste Right? ist bis Titus. I know we've gone through this. We've spent several days going through this a couple of months back, right? Ich weiß, dass wir einige Monate davor hindurchgegangen sind. Right? Okay, so it says it's the men's hearts are failing them for fear, and it's the shaking of the heavens and the earth, right? Steht hier, das Menschenherz vergeht vor Furcht und es ist die Erschütterung des Himmels und der Erde. Give me another witness for the shaking of the heavens and the earth here. Einen weiteren Zeugen für die Erschütterung des Himmels und der Erde hier im Mitternachtshof. Guys, you've got to be able to prove these things. Wir müssen in der Lage sein, diese Dinge hier zu beweisen. Okay, nice and simple, right? Seals. 1, 2, 3, 4. What's the fifth seal? Siegel, die ersten 4, und was ist das 5. Siegel? Time of peace. What's the sixth seal? Was ist das 6. Siegel? And the shaking of the heavens. Right, there it's right there, right? Heavens and earth, right? Himmel und Erde. Okay, Daniel. Oh, he's gone right at the point we want to talk about his point. Also, Okay, we'll do it anyway. Go to Revelation chapter 6. wir haben jetzt Offenbarung 6. Jetzt können wir noch den Punkt anschauen, den Daniel gemacht hat. Also die Frage bezüglich, wann die Gottlosen fliehen. Verse 12. Offenbarung 6, Vers 12. Verse 12, right, so. It says, I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell into the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it was rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Right? So, you have the stars falling from heaven. So, the experience that's here is the same experience that comes here. Right? Die Sterne, die auch hier vom Himmel fallen, deswegen die Erfahrung, die hier kommt, ist dieselbe Erfahrung, die ja auch am Ende dann kommen wird. But the Lord holds it here. Right? Aber der Herr hält es hier noch zurück. So the sixth seal is the 7 plagues pouring out, right? Deswegen das 6. Siegel ist letztendlich die 7 Plagen, die ausgegossen werden. Right? But the Lord does what? Hold, 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 right? Aber der Herr, was macht er? Er hält, 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 hält. Because the 7 plagues are at the end. This is them here, right? Die 7 Plagen sind am Ende und das ist dann hier dargestellt. Right? Richtig? So, just take that, put it here, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich nehme das und setze es jetzt parallel hier mit, habe dann hier die 7 letzten Plagen im Typos. Right, because the Sunday law, this last reform line is a 1260, right? Denn diese letzte Reformlinie ist eine 1260, It's a richtig? type of the 7 last Das plagues. ist ein Right? Typos für die 7 letzten Plagen. Because when they make this Sunday law, it's the 6th seal, Und wenn sie das Sonntagsgesetz machen, das ist das 6. Siegel. right? Shaking of the heavens and the earth stuff, right? Die Erschütterung des Himmels und der Erde fängt an. Okay, but the Lord says, hold, and He holds it until the end, Der Herr sagt, haltet, und er hält es ja dann bis zum Ende. right? I want you to see this point. Shaking of the heavens and the earth, shaking of the heavens and the earth, shaking of the heavens and the earth, shaking of the heavens and the earth. Also ich möchte euch den Punkt sehen lassen, Erschütterung des Himmels und der Erde, Erschütterung des Himmels und der Erde, Erschütterung des Himmels und der Erde, Erschütterung des Himmels und der Erde. Held, loosed, Am Anfang wird es aber jeweils immer noch gehalten und am Ende dann gelöst. right? Richtig? Okay. Also, just another witness, 1833. Yes, if I was to put 1833 here, Also in der Miller-Linie hätten wir hier 1833, der Wegmarke. it's the midnight cry, right? Und das ist ja dann der Mitternachtsruf. It's here. Deswegen auch 1833 ist dann hier. So you have the
shaking of the heavens and the earth. Und dann die Erschütterung des Himmels und der Erde. Okay, everybody, and it puts it in the middle way marks also, right? Deswegen, das markiert es dann sogar auch jeweils in der mittleren Wegmarke. So the middle way mark is this way mark. Die mittlere Wegmarke ist in der Darstellung dann diese Wegmarke. So you see these patterns repeating every time. It begins a point, it comes, but it gets held, and every time it ends a point, it gets loosed, and the punishment comes in a greater force. Also Right? jedes Mal, wenn ein Punkt anfängt, dann kommt es zwar, aber wird gehalten und am Ende wird es dann aber gelöst und ja, kommt dann mit größerer Kraft. Right? So, Okay, just one thought also yes, for the wicked also fleeing here at the end, because we showed it at the beginning, right? yes. At the end it's also in Daniel 10. Right, when he wicked sees the vision, the wicked flee Flee away. away, yes. And, yeah, so it's also at the end. Yes. Also Okay. auch in Daniel 10 sieht man die Gottlosen, die dann wegfliehen, als Daniel diese Vision hat, wo Christus ihm erscheint. Okay, So now, ist dann auch am Ende. the purpose of putting all those things in place is because I want to go and read the chapter about the earth being made desolate, which is at the seventh plague, right? Aber der Grund, warum ich das hier alles an Platz setzen möchte, ist, weil ich mit euch dieses Kapitel im großen Kampf lesen möchte, die Erde, wie sie verwüstet ist. Und das spricht dann über die 7. Plage. Because this event right here is prefiguring that event. Denn dieses Ereignis genau hier schattet jenes Ereignis voraus. And this event, right? Und auch dieses Ereignis. Right? And therefore, the reason I'm putting all these things is because it's going to teach us about this event. Und der Grund, warum ich all diese Sachen an Platz setze, weil sie uns jeweils hier über dieses Ereignis lernen werden. Okay, well, so we haven't got time now, but last thought, just to confirm this, go to Ezekiel chapter 10. Letzter Gedanke, um das noch zu bestätigen, gehen wir zu Hesekiel 10. Okay, so okay, go to verse 6. Gehen wir zu Vers 6. It says, "And it came to pass that when he had commanded the man clothed with linen, saying, Take fire from beneath the wheels, from beneath the cherubims, then he went in and stood beside the wheels." So, first of all, what's the cherubims a symbol of? Zunächst einmal, was sind die Cherubim wofür stehen sie symbolisch? What do they represent? Was stellen sie dar? In this illustration that Ezekiel sees, In dieser Darstellung hier, die Hesekiel sieht. yeah, they're the four angels, but what are they doing? What's their They're purpose? holding. Okay, they're holding the winds, right? 4 Engel, sie halten die Winde. Because the first 4 seals as the work of the first 4 cherubims, right? Denn die ersten 4 Siegel sind ja auch das Werk der ersten 4 Cherubim. And when it comes right here, what are they to do? Und wenn das hier kommt, was sollen sie hier tun? They're to hold, right? Sie sollen hier die 4 Winde halten. So the first 4 seals, all these calamities, they're a symbol of the cherubims preventing the full outpouring of God's wrath, right? Die ersten 4 Siegel, die dann mit den Cherubim verbunden sind, markiert letztendlich das Werk der Cherubim, die dann verhindern, dass der volle Zorn Gottes ausgegossen wird. So, but back to verse 6 here, Gehen wir nochmal zu Vers 6 hier zurück. but the man clothed with linen is told to take fire from between the wheels that are by the cherubim, right, or next to the cherubim, under the cherubim. Soll jetzt hier Feuer nehmen zwischen diesen Rädern der Cherubim. Okay, verse 7. Vers 7. And one cherub stretched forth his hand from between the cherubims into the fire that was between the cherubims, and took thereof, and put it into the hands of him that was clothed with linen, who took it and went out.
And there appeared in the cherubims the form of a man's hand under their wings, and when I looked, behold, the 4 wheels by the cherubims, one wheel by one cherub, and another wheel by another cherub, and the appearance of the wheels was the colour of a beryl stone. Now, Also bis Vers 9. go to verse 20. Gehen wir jetzt zu Vers 20. In fact, just before we read verse 20, excuse me, go to verse 2. Lesen wir doch noch zunächst Vers 2. And he spoke unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in my sight. So, what's he been told to do? Also was wird ihm aufgetragen zu tun? Okay, scatter coals of fire over the city, Er right? soll hier Feuerkohlen über die Stadt verteilen. So, what's taking place? Was findet hier statt? Yes, because it's based upon Ezekiel 9, the chapter prior, right? Das ist ein Gericht über hier Jerusalem, denn es basiert ja auf das Kapitel zuvor, Kapitel 9. Why is that judgment coming? Und warum kommt das Gericht? Because of the 25 men that were bowing down to the sun, right? Weil die 25 Männer sich vor der Sonne niedergebeugt haben. Okay, but so now read verse 20. Nun lesen wir Vers 20. This is the living creature that I saw under the God of Israel by the river of Sheba, and I knew that they were the cherubims. So what's it now taking? Where's it taking us to? Wohin bringt uns das jetzt hier? Ezekiel 1. The 5th day of the 4th month. Zu Ezekiel 1 zum 5. Tag des 4. Monats. So it's taking us right here. This was what he saw on the 5th day of the 4th month, right? Das ist, was hier gesehen hat am 5. Tag des 4. Monats. So what he sees on the 5th day of the 4th month is this vision of glory, right? And this man with the wedding garment on, taking these coals and scattering them over this city, right? Also was er hier also am 5. Tag des 4. Monats sieht, ist diese Herrlichkeit und dann auch der Mann mit dem Hochzeitsgewand an, wie er jetzt die Kohlen nimmt und sie über die Stadt verstreut. Which city? Welche Stadt? Jerusalem. Jerusalem, right? Jerusalem. It's a punishment upon Jerusalem. Das ist eine Bestrafung hier über Jerusalem. And what does Sister White liken the destruction of Jerusalem to? Und womit vergleicht Ellen White die Zerstörung Jerusalems? Destruction of cities, Die Zerstörung der Städte, which is the destruction of Babylon. was dann aber auch die Zerstörung Babylons ist. Okay, it says great buildings, right? When she just says men will continue to erect expensive buildings, right? Spricht er dann in diesem Zitat, dass Leute weiterhin große, teure Gebäude aufbauen würden. Okay, but what does Sister White also say a hot coal on the lips of Isaiah represented? Aber was sagt Ellen White, was bedeutet auch noch diese heiße Kohlen, zum Beispiel auf den Lippen von Jesaja, was stellen sie da? The latter rain. Den Spätregen. So it's either a blessing or a curse, right? Das ist also folglich entweder ein Segen oder ein Fluch. So you can see that God's power for the blessing is the latter rain, but it's a curse upon those that have turned from it, right? Deswegen wir sehen ja hier, dass letztendlich Gottes Kraft oder Macht hier einmal ein Segen ist für die Gerechten oder ein Fluch für die Ungerechten. Right, I'll follow the thoughts now, and it brings us right back to here, right? Und das bringt uns dann direkt auch nach hier. So on the 5th day of the 4th month, where the glory has been manifested, you've got these hot coals of fire showering upon Jerusalem. Deswegen hier am 5. Tag des 4. Monats, da fallen diese heißen Kohlen über Jerusalem. Right? Which is the destruction of the cities. Und das stellt auch die Zerstörung der Städte dar. Okay, so tomorrow we will go to this chapter in great controversy, but for now we will. Und morgen werden wir dann das Kapitel im großen Kampf dann betrachten. Kapitel 41.
Lieber himmlischer Vater, thank you, Lord, for this new day that you gave us, danke Herr für diesen neuen Tag, den du uns gegeben hast. and for all these things that we can learn from your word. Und für all die Dinge, die wir aus deinem Wort lernen können. I pray that you please make us realize the importance of these things, Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir die Wichtigkeit dieser Dinge realisieren mögen. that you help us to prepare also. Und dass du uns hilfst, dass wir uns auch vorbereiten. I pray that you please bless this day, that you bless everything you do. Und bitte hilf uns und segne bitte diesen Tag und auch die Dinge, die wir tun. And also please guard our thoughts in this day. Und bitte sammle auch unsere Gedanken an diesem Tag. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.